Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich hatte schon lange vor, eine bestimmte Malrichtung auszuprobieren, und zwar die Farbfeldmalerei von Mark Rothko. Und als ich so überlegte, was ich euch denn vielleicht als nächstes Video zeigen könnte, fiel mir die Farbfeldmalerei wieder ein. Ihr habt mit Sicherheit das ein oder andere Bild von Mark Rothko schon gesehen. Er hat mit sehr vielen Bildern in einer sehr monochromen Farbtechnik gearbeitet. Die Bilder sind teilweise sehr großformatig, bis zu 3 Metern hoch. Und er wollte ganz gerne, dass seine Bilder aus einem Betrachtungsabstand von 45 Zentimetern angeschaut werden sollten. Er hat Ölgemälde geschaffen und ich bediene mich natürlich meiner Acrylfarben, wollte auch nicht ganz monochrom arbeiten, sondern zunächst einmal aus verschiedenen Schichtungen, die ich heute mit dem Schwamm auftrage, eine Art monochromen Hintergrund herstellen. Dem Künstler Mark Rothko wird nachgesagt, dass er gerne seine Bilder in eher düsteren Räumlichkeiten aufgehangen haben wollte. Und vielleicht hat das meine Farbwahl beeinflusst. Ich arbeite nicht unbedingt gerne mit Brauntönen. Das habe ich zwar für meine Rost- und Patina-Serie sehr gerne genutzt und dort gehört es auch hin, aber irgendwie wollte ich, dass dieses Bild einen dunklen, aber dennoch sanften Braunton erhält. Und das schaffe ich, indem ich zunächst einmal verschiedene Schichten auftrage. Ich habe also mit dem Schwamm zunächst Umbra aufgetragen, habe dort dann das Phthalo-Grün eingefügt. Im oberen Teil, wo ich vorhin mit dem Graphitstift einen Strich gemalt habe, etwas Bronze für die Helligkeit aufgetragen und bin dann nach und nach dunkler geworden. Was ihr jetzt über die Kameras nicht sehen könnt, das Braun hat verschiedene Untertöne und wirkt bei weitem nicht ganz so dunkel, wie es momentan tatsächlich der Fall ist. Als ich das Gefühl hatte, dass meine Fläche, auf der ich den Hintergrund aufgetragen hatte, fertig ist, habe ich dann tatsächlich nochmal zu dem Phthalo-Grün gegriffen, um für mich eine weitere Fläche abzugrenzen und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das Phthalo-Grün, was auf Weiß viel heller und freundlicher aussieht, auf dem Braun richtig dunkel wirkt. In Anlehnung des vorhin verwendeten Bronzetons habe ich dann überlegt, welche Farbe ich auf die dunkle grüne Farbfläche setzen möchte und habe mich dann sehr schnell für einen Bronzeton entschieden und habe mich auch dafür entschieden, den Bronzeton nicht flächig, sondern getupft aufzutragen und weiche damit also von Mark Rothkos Bildern ab, der natürlich Farbflächen aufgetragen hat. Und bei mir gibt es jetzt eine kompositorische Fläche aus Bronze, die ich dann stellenweise mit einem dunklen Braun abgemildert habe und einem Oberflächenauftrag in hellem Türkis. Witzig fand ich dann natürlich, dass ich hier tatsächlich wieder Farben aus meiner Rost- und Patina-Serie aufgetragen habe, sie aber durch diese Schwammtupftechnik eine völlig andere Wirkung zeigen. Und ich habe die Farben tatsächlich zweimal aufgetragen, das aber jetzt aus dem Video herausgeschnitten, weil es keine neue Information gebracht hätte, sondern das Video dadurch unnötig lang geworden wäre. Dann habe ich mich endlich der noch freien Fläche gewidmet
Und ich hatte überlegt, ob ich eine andere Farbe als das Umbra zum Hintergrund für die obere Fläche mache und hatte mir dann überlegt, dass ich ja im unteren Teil, der jetzt oben liegt oder auf der anderen Seite ist, grün aufgetragen hatte. Und als Kontrast zu dem Türkis könnte ich ein Violett verwenden. Also kein reines Rot, sondern in dem Fall tatsächlich nicht das permanent Rot-Violett. Das wäre mir zu transluzent gewesen, sondern das Caput Mortuum Violett. Die Farben sind sich sehr ähnlich, aber das Caput Mortuum Violett ist etwas deckender als das permanent Rot-Violett. Das ganze Bild ist tatsächlich ausschließlich mit dem Schwamm gemalt oder getupft. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, tatsächlich mal mit einem Schwamm zumindest eine Hintergrundfarbe aufzutragen, weil das teilweise auch einen sehr meditativen Charakter hat. Nach dem Farbauftrag in Violett habe ich dann auch wieder zu dem Umbra gegriffen. Das Umbra selbst ist auch eher transluzent und dann entsteht nämlich auch hier wieder kein reines Umbra, sondern ein Umbra mit einem leicht rötlichen Hinterton. Dann beginne ich mit meinem Farbauftrag für die untere Farbfläche. Die wird auch in dem Caput Mortuum Violett gestaltet. Und achtet einfach mal darauf, wie die nasse, frische Farbe aussieht, wenn ich sie auftrage und wie sie dann mit der Zeit aussieht, wenn sie aufgetrocknet ist. Das ist natürlich tatsächlich ähnlich wie oben bei dem Phthalo-Grün etwas, was man wissen sollte, wenn man auf dunklen Flächen mit dieser Sorte Farben arbeitet. Sie trocknen hinterher einfach sehr dunkel auf. Und deswegen besitzt meine violette Fläche tatsächlich 2 Farbaufträge, damit sie etwas deckender wirkt. Parallel zu dem Part unterhalb des Türkis habe ich mich dann auch hier entschieden, die Farbfläche etwas heller zu gestalten und habe dann auch erstmal Bronze aufgetupft. Dann habe ich als Kontrastfarbe eine Reflexfarbe gewählt, und zwar das Reflexrot, um nochmal etwas mehr Farbigkeit auf dieses Bild zu bringen. Interessant hierbei ist, dass das Rot natürlich eine andere Leuchtkraft hat als das Türkis. Und deshalb habe ich auch das Reflexrot doppelt aufgetragen, weil auch dieses als transluzente Farbe sehr stark nachdunkelt und dann gar nicht so unbedingt leuchtet.
Dann habe ich tatsächlich eine längere Zeit vor dem Bild gestanden. Ich habe es mir auch woanders hingestellt, es fotografiert, um herauszufinden, was mich da etwas stört. Und dann bin ich darauf gekommen, dass die beiden Flächen nicht verbunden genug miteinander sind. Ich aber grundsätzlich die Fläche mit dem Bronze erhalten möchte und bin deshalb nochmal mit dem Umbra durch die Mitte gegangen, um anschließend einen breiteren Farbauftrag in Bronze zu machen. Und diesen Farbauftrag habe ich auch so weit gezogen, wie die Hintergrundfarbflächen meiner beiden Farbfelder sind. Und das hat dem Bild richtig gut getan. Die beiden Flächen haben sich miteinander verbunden. Ich habe zwei, wenn man so möchte, unruhigere Partien auf meinem Bild. Und ich habe zwischen den beiden Flächen eine sehr ruhige und doch metallisch leuchtende Fläche, die dem Bild unheimlich gut tut. Und danach war ich dann tatsächlich der Meinung, mein Bild ist fertig. Dann schauen wir uns einmal gemeinsam das fertige Bild an und starten bei dem Türkis, durch das wir aufgrund des Auftupfens hindurch gucken können, teilweise noch bis auf die darunterliegende Farbfläche in Phthalo-Grün, beziehungsweise bei der oberen Fläche in Caput Mortuum Violett und stellen fest, dass der bronzefarbene Farbton auf beiden Flächen sehr schön hindurchschimmert. Und der Bronzefarbton bildet natürlich auch das verbindende Element zwischen der türkisfarbenen und der reflexroten Fläche. Als das Bild an der Wand hängt und einmal von einem anderen Licht angestrahlt wird, kann man sehr gut erkennen, dass ich mich von Mark Rothko habe inspirieren lassen und über die Schwammtupftechnik trotzdem etwas Eigenes daraus gemacht habe. Mir gefällt das Zusammenspiel der Farben sehr gut, vor allen Dingen das verbindende Element des Bronzefarbtons, und mir gefallen jetzt auch die Abstufung der Farbflächen untereinander. Wenn ich nochmal ein solches Bild malen sollte, würde ich gar nicht so dunkle Farbtöne verwenden wollen, zumindest nicht als Hintergrund, sondern ich würde das Ganze mit helleren und fröhlichen Farben gestalten. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.